Ich hatte meine Gründe, die Konferenz abzusagen. Sie haben sehr großes Glück gehabt. Ja, Und Sie werden ab sofort meinem Vater kein Atropin mehr verabreichen. Ich kläre das gleich morgen früh ab. Die Sache ist nicht so eilig. Aber dann wird er sich wundern, dass er keine Schmerzen mehr hat. Es könnte aber durchaus sein, dass er noch untersucht wird. Deswegen werden Sie sich an meine Anweisungen halten. Herr Schmüders, Ihre Bedenken sind angekommen. Guten Abend. Ja, danke. Das wäre dann alles, Viktor. Oder möchtest du auch einen Drink, Schwesterchen? Nein, danke. Ach, übrigens war das einer unserer Top-Manager. Ich melde mich bei dir, wenn ich deinen kompetenten Rat brauche. Danke. Ja, immer wieder gern, Schwesterchen. Im Übrigen halte ich deine Entscheidung, Leonhard nichts von Vaters Gehirntumor zu erzählen, für richtig. Da bin ich mir nicht so sicher. Doch, doch. Weißt du, Vater will Leonhard aus seinem Leben verdrängen. Das wirst du akzeptieren müssen. Du bist so ein widerwärtiger Egoist. Dir ist es doch ein inneres Fest, dass der Lieblingssohn verstoßen wurde. Also, wie sehr du mich doch verkennst, Schwesterchen. Weißt du, allmählich halte ich deine Abneigung mir gegenüber direkt für manisch. Oh, wie schön, Frau Brandner. Guten Abend. Hallo. Na, alles in Ordnung? Meinem Vater geht's wieder besser. Gott sei Dank. Ich habe eine Art Testament auf Video gefunden. Vater sehnt sich nach einer Versöhnung mit Leonhard. Aber warum unternimmt er nichts? Sein verdammter Stolz hindert ihn daran. Und Ansgar, der schlägt immer in dieselbe Kerbe. Ich weiß einfach nicht, wie ich Vater helfen soll. Hör auf dein Gefühl. Wenn du glaubst, etwas unternehmen zu müssen, dann tu es. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber du hast recht. Du willst mir nicht wieder meine Heirat ausreden? Mit Verstärkung? Dieses Mal? Das ist allein deine Angelegenheit. Gut. Was kann ich dann für dich tun? Ich will dafür sorgen, dass sich Vater und Leonhard wieder versöhnen. Und was soll ich dabei? Du sollst Vater in deine Wohnung lotsen. Ich übernehme Leonhard, dann lasse ich die beiden alleine. Das ist hoffentlich alles. Du hast selbst gesagt, dass Johannes die Versöhnung nicht will. Carla hat mir von seiner Krankheit erzählt. Ich denke, ihr solltet es versuchen. Der Gehirntumor sollte ein Geheimnis bleiben, Carla. Das ist jetzt egal. Vater braucht nur einen kleinen Anstoß, da bin ich mir absolut sicher. Ein kleiner Anstoß reicht wohl kaum. Johannes will Leonhard nicht mehr sehen und diesen Wunsch respektiere ich jetzt. Nathalie, das ist vielleicht Vaters letzte Chance, wieder mit sich ins Reine zu kommen und mit Leonhard Frieden zu schließen. So bitte. Ich fühle mich nicht wohl dabei. Aber wenn das die letzte Chance ist, dann spiele ich mit. Danke. Also ich finde einen Versuch was wert. Vater und Leo sehen das leider anders. Dass du dich um die beiden sorgst, zeigt doch, wie sehr du sie liebst. Und wenn die das nicht merken, sind sie selber schuld. Basta. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass sie endlich Frieden schließen. Wenn Leo wüsste, wie krank Vater ist, dann wäre er längst auf ihn zugegangen. Aber ich darf ihm ja nichts sagen. Nicht traurig sein. Du kannst jetzt wirklich nichts mehr machen. Du hast alles probiert. Habe ich das? Die Zeit läuft. Herr Brandner, Sie wollen doch sicherlich zu meinem Vater. Guten Tag. Nein, ich möchte zu Ihrer Schwester. Oh, das tut mir leid, die ist gerade nicht da. Ach, das ist ärgerlich. Ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es in die Sofaritze gerutscht. Nee, doch nicht. Im Büro hatte ich es doch noch. Und im Auto lag es auch nicht. Sollen wir noch mal zum Kino fahren? Vielleicht ist es unter den Sitz gefallen. Nein, wir haben den Typ an der Kasse schon genug genervt. Ich hoffe nur, ich habe keinen wichtigen Anruf verpasst. Aber worum geht es denn? Vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Es handelt sich um etwas Geschäftliches. Das möchte ich gerne persönlich mit dir klären. Ja, wenn das so ist, kann Ihnen vielleicht mein Vater weiterhelfen. Guten Abend, Herr Brandner. Das ist ja eine Überraschung. Graf Lahnstein. Ja, Herr Brandner hat ein geschäftliches Anliegen und da Carla nicht da ist, dachte ich, vielleicht könntest du ja. Darf ich fragen, worum es geht? Ich benötige eine Unterschrift Ihrer Tochter. Ich kann sie nirgends erreichen, weder in der Holding noch auf Ihrem Handy.
Darf ich Sie in die Bibliothek bitten? Ich denke, dieses Problem lässt sich aus der Welt schaffen. Ich möchte Ihnen keine Umstände machen, Das Graf. tun Sie nicht. Sie sind Kunde unserer Bank und ich möchte, dass Sie zufrieden sind. Herr Brandner? Von mir aus können wir gerne noch mal zum Kino fahren. Ach, dich müsste es doch eigentlich freuen. Kein Business-Talk, der uns stört. Das klingt nach einem romantischen Abend zu zweit. Auch. Klingt nach grenzenloser Begeisterung. Ich muss doch heute die Spätschicht fahren. Es ist schon grässlich mit den berufstätigen Frauen. Apropos, dieses verflixte Handy. Es muss doch hier irgendwo sein. Ich rufe dich jetzt mal an, dann wissen wir ja, wo es ist. Ja, da hätten wir auch schon früher drauf kommen können. Carla. Guten Morgen, Herr Brandner. Sie wollen sicher zu meiner Tochter? Bitte. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Angenommen. Aber Sie verstehen meinen Unmut, ja? Ich bin extra nach Königsbrunn gefahren, nur um zu erfahren, dass Sie außer Haus sind. Wann? Gestern Abend. Ich war da. Ihr Herr Bruder hat mir etwas anderes erzählt. Wie dem auch sei. Es tut mir wirklich leid, dass Ihnen die Kreditbewilligung nicht zugekommen ist. Ich habe bereits mit meinem Büro gesprochen, das Geld wird heute noch angewiesen. Danke. Ich bin leider etwas in Eile. Sie entschuldigen. Hallo. Tut mir leid, mein Vater ist im Moment auch ziemlich im Stress. Nein, er hat völlig recht. Er braucht das Geld für Brandnerbau und das schnell. Ist der Schrieb denn aufgetaucht? Nein. Aber ich kann mir vorstellen, wer dafür gesorgt hat, dass er nicht auf meinem Schreibtisch landete. Ja. Wer hat wohl ein besonderes Interesse daran, dass unter meiner Leitung was schief läuft? Ansgar. Von Lahnstein? Oh ja, einen Moment, bitte nicht hier, ja? Ja, selbst wenn ich nicht mehr der Chef der Bank bin, für einen guten Tipp habe ich doch immer ein offenes Ohr. Ah, das klingt ja hervorragend. Da würde ich ja glatt mein Privatvermögen investieren. Ansgar wird explodieren, wenn er erfährt, dass ich ihm die Longitech-Aktie vor der Nase weggeschnappt habe. Mein Bruder und ich haben früher auch oft gestritten, aber da ging es darum, wer zuerst ins Bad darf. Dein Bruder hat wahrscheinlich auch keine Unterlagen verschwinden lassen, um dich vor deinem Vater zu diskreditieren. Aber indem du Ansgar aus Rache ein Geschäft verdirbst, begibst du dich auf sein Niveau. Und das ist ganz weit unten. Ich habe leider keine andere Wahl. Warum suchst du dir nicht Verbündete in der Familie? Vielleicht lässt er dich ja dann in Ruhe. Vater brauche ich damit nicht kommen. Der denkt gleich, ich will wieder gegen Ansgar hetzen. Nico und Konstantin sind noch zu jung. Was mit Leonard? Leonard hält sich aus dem Familienleben völlig raus, seit er mal mit Vaters Ex-Frau zusammen ist. Susanne, Ansgar kann ich nur mit seinen eigenen Waffen schlagen. Hallo. Hast du mein Klopfen nicht gehört? Entschuldige, ich war in Gedanken. Du kannst dir nicht dauernd den Kopf zerbrechen über Ansgars mieses Spiel. Es ist nun mal passiert, da kannst du auch nichts ändern. Diesmal geht's um Leonard. Er war bei dir? War es ein Fehler, dass ich ihn gebeten habe, dir zu helfen? Nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Du hast mit Leonard über deinen Vater gesprochen? Ich habe mein Versprechen gebrochen. Du steckst in einer schrecklichen Situation. Das muss dein Vater doch verstehen. Leonard ist dein Bruder. Ich konnte auch nicht mehr anders. Ich musste es ihm einfach sagen. Also, du bist doch davon überzeugt, dass es richtig war. Hm? Im Moment mache ich nichts mehr richtig. Wenn mein Vater davon erfährt, der wird mir das nie verzeihen. Hey, Nein. was ist los? Du siehst fertig aus. Es geht um Ansgar. Verstehe. Ich zerbreche mir ständig den Kopf darüber, wie ich gegen ihn ankommen soll. Ich kann schon gar nicht mehr abschalten. Ignorieren einfach. Das kann ich nicht. Er wartet doch nur darauf, bis ich die nächsten Fehler mache.
In der Holding brennt ständig die Luft. Wenn ich da eine Sekunde nicht aufpasse, dann... Als ob dieser Job nicht schon anstrengend genug wäre, aber dieser Kleinkrieg obendrauf, das macht mich fertig. Ja, und genau darauf spekuliert Ansgar. Vielleicht hat Susanne ja recht. Lass ihn abtropfen. Dann regelt sich das Problem möglicherweise von allein. Normalerweise würde ich ja sagen, der kann mich mal. Aber dazu habe ich einfach nicht die Kraft. Wir müssen jeden Tag damit rechnen. Diese Ungewissheit, wie es weitergehen soll, das... Ich halte das nicht mehr aus. Wir haben keine Zeit mehr. Er wird bald sterben und ich muss jetzt zusehen und kann überhaupt nichts tun. Hallo, Anni. Ach, ich wollte euch gar nicht stören. Besetzen wir deinen Schlafplatz? Nein, das ist kein Problem. Ich bin oben bei Paul Musik hören. Ist es wirklich okay, wenn ich hier bleibe? Ja, natürlich. Du bleibst. Danke. Ich könnte meinem Vater jetzt nicht unter die Augen treten. Gibt's denn gar keine Hoffnung, dass ihr euch wieder versöhnt? Und dafür eine neue Untersuchung auch nicht? Leo will noch mal versuchen, mit ihm zu reden. Vielleicht schafft er es, zu ihm durchzudringen. Ausgerechnet Leonard? Ja. Er könnte ihm wenigstens aus ärztlicher Sicht klar machen, dass es noch eine Chance gibt. Wieso denn nicht? Das habe ich dir doch schon gesagt. Ihr kommt genau richtig zum Kastanienschälen. Gleich. Bei Konstantin geht das doch auch. Er bekommt den Trip von seinem Vater. Hat er mir auch erzählt. Sein Vater lebt aber nicht vom Taxifahren. Ich würde ja auch was von meinem Taschengeld dazu geben. Ich habe trotzdem nicht so viel Geld. Ja, dann kann ich nicht mitfahren. Das Carla, machst du bitte auf? Hallo, alles in Ordnung? Hallo. Hi. Paul möchte, dass ich ihm meinen Snowboard-Trip spendiere. Alle haben Spaß und ich sitze hier blöd rum. Ach, jetzt sei nicht sauer. Vielleicht kann ich dir ja wenigstens einen Teil dazugeben. Und was ist mit dem Rest? Musst du eben sparen. Dafür ist es jetzt wohl zu spät, oder? Oder du suchst ja einen Job. Bist ja kein kleiner Junge mehr, ne? Keine schönen Feiertage bei euch. Hm? Alles andere als das. Mal sehen. Wenn es dir so richtig schlecht geht, was hilft dir am meisten? Du? Und was noch? Arbeit. Dann solltest du das tun. Ja, arbeiten, nicht für die Holding, für dich. Sieh's doch mal so. Du hast jetzt jede Menge Zeit. Ist doch eigentlich toll. Nutze sie. Du klingst wie ein Therapeut. Aber es stimmt doch, ist doch besser als rumzuhängen. Mach einfach mal das, was du schon immer tun wolltest. Warum machst du jetzt einen Kurs, wenn du schon so gut zeichnen kannst? Ganz einfach, weil in meiner Wohnung keiner für mich Modell steht. Schon gar kein griechischer Jüngling. Das haben Sie sehr schön gemacht. Danke. Ja, für sein Alter ganz schön professionell. Sie glauben gar nicht, wie schüchtern manch andere heutzutage mit 18 sind. Ach, weiß Susanne von deiner plötzlichen Volljährigkeit? Sie weiß noch niemals, dass ich hier bin. Aber ich brauche das Geld, sonst kann ich das mit dem Snowboardcamp vergessen. Ach ja, stimmt. Konstantin hat mir davon erzählt. Bitte sag Susanne nichts. Wenn sie erfährt, dass ich sie wegen dem Job hier versetzt habe, dann... Paul. Sie kommt mich sowieso gleich hier abholen. Wie? Sie kommt hierher? Oh nein. Na, wie war's? Ja, das war eine super Idee von dir, mich zu diesem Aktzeichenkurs zu schicken. Und? Hattet ihr ein hübsches Modell? Ja. Was, ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Aber nicht mein Typ.